Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video lernt ihr, wie man mit einer Rolle malt und andere Hilfsmittel im Bild verwendet. Ihr lernt Seidenpapier auf die Leinwand aufzutragen und zum Schluss arbeiten wir auch noch mit der Spachtel. Aber zuerst erzähle ich euch erstmal, was ihr für dieses Bild alles braucht. Meine Farben habe ich wieder in eine Palettendose getan. Da bleibt die schön feucht drin. Dann braucht ihr so eine kleine Gummirolle, dann so einen Flaschendeckel und einen alten kaputten Deckel vom Spitzer und dann eine Spachtel. Dann braucht ihr dicke runde Pinsel, einen etwas größeren Flachpinsel und noch einen Bleistift für die Vorzeichnung. So, ich arbeite mal wieder auf einer Leinwand, die vorher schon mit einem anderen Bild bemalt war. Ich habe die dann erstmal mit Acrylfarbe nochmal neu grundiert und zeichne jetzt mit dem Bleistift mir grob an, wo ich mir was, ja, hindenke, wie ich es ungefähr anlege. Das kann man machen, man kann aber auch einfach aufs Geratewohl losmalen. Aber bei mir ist es halt so, dass ich ein gewisses Bild im Kopf habe und mir die Vorzeichnung dann halt schon anlege. Wer das braucht, kann sich von der Vorzeichnung gerne ein Bildschirmfoto machen. Für das Seidenpapier lege ich mir Acrylfarbe in eine kleine Schale. Das ist jetzt zum Beispiel Papier, wo mal ein Geschenk drin eingepackt war. Das zerknüttel ich erstmal so ein bisschen und dann trage ich mit einem Pinsel die Acrylfarbe auf das Bild auf und anschließend wird das Seidenpapier da knitterig drüber gelegt. Ich versuche jetzt hier in der Waagerechten zu bleiben. Also es sollen keine senkrechten Knitter reinkommen, sondern nur waagerechte. Ihr solltet darauf achten, dass unter dem Papier genügend Klebefarbe ist und über dem Papier auch genügend Farbe, sodass keine Luftblasen entstehen. Das Papier sollte fest und dicht auf der Leinwand aufliegen. Zu große Stücke kann man einfach abschneiden und beiseite legen. So, das Seidenpapier habe ich jetzt über den ganzen oberen Bereich von meiner Leinwand aufgetragen. Hier könnt ihr noch mal sehr gut die einzelnen Spuren erkennen, die jetzt auf dieser Leinwand entstanden sind. Hier habe ich jetzt Farben auf einen Pappteller gelegt, dann habe ich noch Farben in meiner Dose und mit der Rolle werde ich jetzt weiter an meinem Bild arbeiten. Dazu tupfe ich die Rolle in die Farbe hinein und rolle ohne Druck über die Leinwand und gebe somit meine Farbe auf. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr die viele Arbeit, die ich mit so einem Video habe, honorieren möchtet, dann würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich genauso über einen Daumen nach oben. Das bedeutet für mich dann auch eine Wertschätzung, über die ich mich sehr freue.
Hier wechsle ich jetzt in eine dunklere Farbe. Zu den Farben ist zu sagen, das sind ja Vorschläge. Ihr könnt das Bild aber auch in jeder anderen Farbe malen, die zu eurer Wand oder zu eurem Wohnzimmer passt oder wo es auch hängt. Deshalb gehe ich jetzt hier auf die einzelnen Farbtöne nicht speziell ein. Nun nehme ich den kaputten Spitzer, tupfe den in die Farbe und mit einer Drehbewegung gebe ich die Farbe dann auf die Leinwand. Ich habe die einzelnen Farben bisher noch nicht trocknen lassen. Ich arbeite in die nasse Farbe hinein. Das gleiche mache ich auch mit dem Deckelchen von der Flasche. Hier seht ihr dann nochmal von nahem, wie diese einzelnen Strukturen entstanden sind. Zum Teil sind da also sehr schöne Farbverläufe oder auch ja, Strukturen, die sich da gebildet haben. Ja. Hier habe ich mir jetzt wieder frische Farbe in meine Palettendose gelegt und werde jetzt den unteren Bereich mit Weiß und Kieselerde bearbeiten. Dazu mache ich den Pinsel nicht sauber, sondern gehe einfach mit der weißen Farbe in die Kieselerde rein. Nimm mir da ein bisschen und verstreiche das dann auf der Leinwand. Das könnt ihr grob hin und her verstreichen, sodass da eine lebendige Fläche entsteht. Ich habe das Bild zwischendurch bisher noch nicht trocknen lassen und dadurch ist zum Teil die Farbe noch feucht, wie hier in dem Schwarz. Das verbindet sich dann mit dem Weiß. Nun gestalten wir den oberen Bereich. Dazu habe ich mir einen ganz dicken Rundpinsel genommen und sauberes Wasser. Ich lege das jetzt mal um, dieses Bild, damit es mir besser zu Farbe und Wasser steht.
Ich mache die Leinwand erstmal feucht, sehr feucht, also richtig pitschepatsche-nass, und erst dann trage ich die Farbe auf. Hier ist es jetzt wichtig, dass der obere Bereich ganz durchgetrocknet ist. Ich nehme mir wenig Farbe an den Pinsel, trage das auf die Fläche auf, und dadurch, dass wir dieses Seidenpapier unterlegt haben, bilden sich in den Rillen und Vertiefungen von diesem Seidenpapier kleine Pfützen, und das gibt ein ganz interessantes Muster. Man kann auch ein bisschen spritzen, wer möchte, muss man aber nicht. Und das mache ich jetzt über den ganzen oberen Bereich, wo sich das Seidenpapier befindet. So, weiter geht es jetzt mit diesem Bereich. Dazu brauchen wir jetzt eine Malerspachtel, und mit dieser Spachtel nehme ich die Farbe auf meiner Dose auf und gehe auch mit wenig Druck über mein bisher gemaltes drüber. Dadurch, dass ich nur über die Oberfläche gehe, entstehen auch hier wieder sehr interessante Spuren. Also das Untermalte soll nicht wieder zugemalt werden. Das mache ich jetzt mit verschiedenen Farben an einigen Stellen von meinem Bild. Soweit sieht das Bild jetzt aus. Zuerst habe ich gedacht, das ist fertig, aber nachdem ich mir das einen Tag lang angeschaut habe, habe ich mich entschieden, das Bild hochkant zu stellen. Also habe ich mir das nochmal vorgenommen und an verschiedenen Stellen nochmal Farbe aufgegeben. Zum größten Teil im unteren Bereich, damit da nochmal etwas Dunkelheit entsteht und die braune Farbe vom Mittelzentrum unten nochmal erscheint. Auch der Bereich von dem Seitenpapier wird nochmal bearbeitet. Dazu mache ich jetzt hier wieder die Leinwand ein bisschen feucht und gebe hier nochmal dasselbe Blau auf wie bei der ersten Schicht und anschließend nochmal eine Schicht Türkis. Dann kann man das Bild ein bisschen kippen, sodass diese Farbe nach oben hin nochmal ein bisschen verläuft.
Das Blau hat mir jetzt da unten auch nicht mehr gefallen. Da habe ich jetzt hier noch mal ein Umbra gebrannt. Das ist nicht sehr deckend und das gebe ich jetzt noch mal ziemlich trocken als Lasur über den unteren Bereich. Auch das Rot muss da jetzt noch mal auftauchen, damit das Bild harmonisch wirkt. Zum Schluss mache ich unten in der Ecke, da löse ich die Linien noch mal ein bisschen auf und dann ist das Bild fertig. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr habt wieder was gelernt. Würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Monika.